In diesem Video geht es um Neuigkeiten in der Version 2025 des Sophistic Analytical Model Generators, kurz AMG. Im Wesentlichen geht es um neue Möglichkeiten, das analytische System anzupassen. Es geht um die Generierung von Auflagebedingungen sowie um das wesentlich komfortablere Aufbringen von Lasten. Schauen wir uns das an diesem Modell an. Wir haben hier das physikalische Modell und es ist noch kein analytisches Modell vorhanden. Also lassen wir es mit Hilfe des AMG erstellen. Schritt 1: Vorbereiten. Noch sind Elemente gelb, das heißt, es wurden noch keine Elemente aktiviert. Hier sieht man übrigens, dass die bisherige Schaltfläche für das Ausführen durch diesen Symbolknopf ersetzt wurde. Auch die bisherigen Schaltflächen für das Öffnen und Schließen wurden durch diese neuen Pfeilsymbole ersetzt. Also klicken wir auf den Ausführen-Knopf. Der Schritt wurde erfolgreich beendet. Und hier haben wir jetzt noch einen neuen Knopf, der uns zu einem Ergebnisprotokoll führt. Für diesen Schritt des Vorbereitens würde der Bericht hier den Grund auflisten, warum bestimmte Elemente nicht aktiviert wurden. Ja, das ist bei uns nicht der Fall, also schließe ich das Fenster. Schritt 2: Erzeugen. Auch hier sehen wir die neuen Symbolknöpfe für das Ausführen, für das Ergebnisprotokoll und für das Abspeichern des Views. Starten wir den Vorgang. Das geht trotz des größeren Projekts beeindruckend schnell, wie ich finde. Ja, und da haben wir schon das erzeugte und optimierte analytische System. Diese Ansicht speichere ich als AMG ab. Auch hier gibt es das Ergebnisprotokoll, das für diesen Schritt des Erzeugens Elemente auflisten würde, die möglicherweise erstellt, aber an ihrem Speicherort nicht optimiert wurden. Bei uns ist das leer, also alles in Ordnung. Und über diesen Doppelpfeil kann ich nun auch den Erzeugen-Schritt schließen. Gut, jetzt haben wir ganz nebenbei das neue Look and Feel des AMG-Bedienfensters in Version 2025 kennengelernt. Kommen wir nun zu den neuen Features. Diese finden wir, wenn wir auf Berechnungen gehen. Hier sehen wir Sophistic Analytical Model Generator und die drei neuen Funktionen: Anpassen, Auflagebedingungen und Lasten. Das Anpassen schauen wir uns gleich an. Kommen wir zuerst zu den Auflagebedingungen. Mit puren Revit-Funktionen kann das Festlegen von Auflagebedingungen ja schon eine etwas undankbare Aufgabe sein. Wie ging das? Wie geht das? Wir gehen hier auf Berechnungen, Auflagebedingungen, sagen zum Beispiel Linie. Hier stellen wir zum Beispiel gelenkig ein und müssen nun ja Linie für Linie selektieren. Ja, im äußeren Bereich geht das vielleicht noch ganz gut. Im inneren Gebäude wird es allerdings schon kniffliger und ich muss wirklich aufpassen, alle und vor allem die richtigen Linien auszuwählen. Das muss einfacher gehen und dafür haben wir jetzt die neue Funktion im AMG. Zunächst mache ich das hier rückgängig. So, Funktion ist abgebrochen, also gehen wir im AMG auf die Auflagebedingungen, bekommen auch hier alle drei Typen angeboten. Ja, nehmen wir wieder Linienlager. Ja, das Tolle ist, Sie können jetzt mit einem Fenster alle Linienlager auf einmal festlegen. Schauen wir von vorne drauf. Ich ziehe nun das Fenster auf und fertigstellen
und alle Linienlager sind schon definiert. Außerdem bin ich weiterhin in der Funktion und kann nun hier beispielsweise alle auf gelenkig umstellen. Ja, also man sieht, ich denke, das ist ein großer Mehrwert im Vergleich zur bisherigen Vorgehensweise mit Revit-Bordmitteln. Ja, das gleiche kann ich natürlich auch für Punkt- und Flächenlagerungen machen. Eine ähnliche Thematik haben wir beim Aufbringen von Lasten. Mit purem Revit muss ich jede Fläche einzeln auswählen. Ja, also Berechnung, Lasten. Hier muss ich jede Fläche einzeln anklicken. Ich breche das ab und mache das wieder rückgängig. Weil die neue AMG-Funktion erlaubt Ihnen auch hier ein Fenster aufzuziehen und anschließend den Lastwert zu ändern. Also von vorne drauf geschaut, Lasten, Flächenlasten, Fenster aufziehen, fertigstellen, Lastwert ändern und fertig. Ja, schon ist jede einzelne Last, jede einzelne Flächenlast in dem Fall aufgebracht. Ja, kommen wir noch zum neuen Befehl des Anpassens. Dazu nehme ich mal das Modell aus dem vorherigen Video, einfach weil es übersichtlicher ist. Im vorherigen Video hatten wir uns angeschaut, dass man hier über die Konfiguration die vertikale Ausrichtung der analytischen Elemente sehr gut beeinflussen kann. Auch die horizontale Ausrichtung lässt sich hier im oberen Bereich einstellen. Das ist unverändert. Und die Vorgehensweise, wie ich sie im vorherigen Video für die vertikale Ausrichtung gezeigt habe, ist meiner Meinung nach auch absolut zu bevorzugen. Es kann aber durchaus Situationen geben, in denen Sie noch lokal händisch in das generierte Modell, das generierte analytische Modell eingreifen möchten. Ja, das kann man mit Revit-Bordmitteln versuchen. Ja, zum Beispiel diese Membran verschieben. Ja, also vielleicht gibt es Leute, die das gut können, Experten. Ich bekomme immer nur Fehler. Revit meckert rum und deswegen ja, gibt es jetzt die neue Anpassen-Funktion im Sophistic AMG. Hier kann man nämlich manuell eingreifen und zwar kann man die analytischen Knoten, die Elemente, die Membranen horizontal und vertikal auf andere analytische Membranen, Elemente, analytische Linien, Referenzebenen und Modelllinien projizieren. Horizontal funktioniert das übrigens auch an Raster und vertikal entsprechend an Ebenen. Ja, sagen wir wollen vertikal diese Membran nach hier oben projizieren, ja, dann sieht man, das ist super einfach geworden. Ja, natürlich erkennt man hier jetzt, dass die angrenzenden Elemente auch dann angepasst werden müssen, aber genau darum geht es ja bei diesen händischen Eingriffen. Ja, das sind also, wie ich finde, tolle, hilfreiche neue Funktionen in der Version 2025 des Sophistic AMG. Sie können jetzt das analytische System händisch anpassen. Sie können Auflagerbedingungen in Windeseile definieren und Sie können sehr komfortabel Lasten aufbringen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das etwas näher bringen und freue mich auf das nächste Mal.